Gekaufte Maultaschen, die mochte ich noch nie, aber selbst gemacht, das ist ein Traum. Ihr nehmt einfach Mehl, Salz und die Eier und knetet das schon mal ein bisschen vor. Ich nehme hier gerne die Teigpeitsche zu meiner KitchenAid. Die ist wirklich super für die Teige, wenn ihr Nudelteige herstellen wollt. Natürlich geht das Ganze auch per Hand. Das geht aber ganz schön in die Arme und in die Hände. Deswegen finde ich das ganz toll, wenn man da so eine Küchenmaschine hat, die einen so ein bisschen unterstützt. Das Ganze knete ich durch, aber nach einer Weile ist es so, da fehlt noch ein bisschen was und dafür könnt ihr dann entweder 2 Esslöffel Wasser nehmen. Ich habe mich hier für mein Hefewasser entschieden. Wasserkefir geht natürlich auch, damit das Ganze wieder ein bisschen was mit natürlich Fermentieren zu tun hat. Und so sah das Ganze aus und hier habe ich dann das Hefewasser mit hinzugegeben, noch mal ordentlich durchkneten lassen und ich finde bei den Maultaschen das mit dem 550er Mehl tatsächlich ganz gut. Ihr könnt aber auch 'n Dinkelmehl verwenden. So, der Teig ist jetzt fertig, darf jetzt erst einmal ausruhen. Dafür deckt ihn ab, stellt ihn zur Seite für mindestens 30 bis 60 Minuten. Dann habe ich das Schweinebrät selber gemacht. Ihr könnt das natürlich auch fertig vom Metzger holen. Dafür habe ich Schweinebauch gewolft bei 4,5 Millimeter über meinen Fleischwolf. Wie das Ganze funktioniert mit der KitchenAid, hatte ich euch ja schon mal gezeigt. Ich verlinke euch das aber natürlich gerne auch noch mal oben. Dann kommen die Gewürze und noch entweder Wasser oder Sahne hinzu. Ich habe mich tatsächlich jetzt für das Wasser entschieden, mixe das Ganze noch mal durch. Es sollte eiskaltes Wasser sein. Das stelle ich danach noch mal eben in den Kühlschrank und kann mich dann an die normale Füllung machen. Dafür habe ich Schweineschulter und Rindfleisch genommen. Beim Rindfleisch könnt ihr Wade, Schulter oder auch eine Beinscheibe nehmen. Natürlich ohne die Knochen. Die Knochen auf gar keinen Fall wegschmeißen, einfrieren und dann könnt ihr mal irgendwann eine schöne Knochenbrühe machen. So mache ich's zumindestens. Das Ganze habe ich auch bei 4,5 Millimeter gewolft, dann den jungen Spinat und die Zwiebeln mit hinzugegeben. Wenn ihr keinen jungen Spinat habt, dann einmal kurz blanchieren und selbstverständlich könnt ihr auch Tiefkühlspinat verwenden, den aber gut abtropfen. Dann kommt noch das selbstgemachte Schweinebrät hinzu. Das hatte ich hier einmal kühl gestellt und danach mische ich das Ganze durch. Ein paar Gewürze fehlen noch, aber wenn man das nicht filmt, geht es wirklich super einfach. Und ja, natürlich ist es im Alltag leichter, mal eben eine Tüte aufzumachen. Das ist ja auch bei den Spätzle so. Da habe ich da auch die Erfahrung gemacht, dass mir die überhaupt nicht schmecken, die gekaufte Variante. Aber die selbstgescharten, die sind so lecker. Und falls ihr das auch mal sehen wollt, wie ich das mache, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich gebe jetzt zum durchgemischten Brät hier noch Eier, ein bisschen trockene Petersilie, geht natürlich auch mit frischer und noch die restlichen Gewürze. Und ich kann euch sagen, das ist tatsächlich ein Unterschied, ob ihr das Fleisch selber wolft oder ob ihr gekauftes Hackfleisch verwendet. Meine Mitglieder wissen das ja schon. Ich habe schon vor einigen Monaten die Maultaschen schon mal ausgetestet, ausprobiert, immer mal wieder und habe dann erst einmal gekauftes Hackfleisch genommen und das ist tatsächlich nicht so lecker. Man mag es gar nicht glauben, aber wie bei den Baozi-Buns, die ich euch kürzlich gezeigt habe, ist das ein riesiger Unterschied, ob man das Fleisch selber wolft oder nicht. So, bei den Nudeln habe ich da mir erst mal 'n bisschen was abgemacht und ganz normal mir eine Lasagneplatte hergestellt. Ich verlinke euch die Playlist mit der Herstellung da auch noch mal zum Schluss, dann könnt ihr euch das Ganze in Ruhe anschauen. Das ist wirklich super einfach, 'n bisschen Mehl und schon könnt ihr das durchlassen. Ungefähr zwischen Stufe 5 und 6 habe ich das gemacht. Ihr könnt es auch dicker oder dünner wählen, aber da hat's am besten mit geklappt. Die Enden von den Maultaschen habe ich immer noch mal eben zugeknipst und ich zeige euch aber, wie einfach das ist, die zu machen. Also, ihr habt jetzt hier diese selbst hergestellte Lasagneplatte.
Dieses übrigens aus dem veganen Nudelteig. Ich habe verschiedene Tests gemacht und meiner Meinung nach ist tatsächlich die vegane Pasta ohne Eier viel schöner bei den Maultaschen, also nur rein optisch. Geschmacklich sind sie beide lecker, aber rein optisch ist die vegane Variante bei der Pasta viel schöner bei den Maultaschen als die mit Eiern. Ich kann euch nicht erklären, woran das liegt. Ich habe aber wirklich viele Versuche unternommen und wenn ihr die mit den Eiern macht, so wie ich euch das hier heute zeige, dann sind die ein bisschen schrumpeliger. Aber genauso lecker. Wirklich. Kein Unterschied. Aber optisch, ne? Also wenn ihr die lieber ein bisschen glatter mögt, dann schaut euch mein Video dann an, was jetzt morgen kommt mit der veganen Variante und da den Pastateig. Der ist da richtig schön für geeignet. Die Füllung habe ich jetzt hier verteilt. Ihr könnt, wenn ihr sie noch ein bisschen feuchter machen möchtet, noch ein bisschen mehr Wasser hinzufügen. Ich fand das jetzt so sehr angenehm und schreibt mir aber auch sonst noch mal gerne in die Kommentare, ob ihr vielleicht auch noch mal eine vegetarische Variante sehen wollt. Ich bin da sehr offen für, denn diese Maultaschen sind super einfach zu machen und so lecker. Und ich hätte sie am liebsten eingekocht, aber Mehlprodukte lassen sich ja nicht einkochen. Daher werde ich das nächste Mal, wenn ich sie mache, auf jeden Fall eine ganze Portion mal einfrieren und lasse euch gerne mal wissen, wie das am besten geht. Außer natürlich, ihr habt noch mal Tipps und Tricks, dann bitte gerne her damit, auch für Füllungen, falls ihr eine ganz andere Lieblingsfüllung habt. Da freue ich mich wirklich riesig drüber. Wichtig ist, wenn ihr dann die Maultaschen macht, oben so ungefähr so einen halben Zentimeter längs freilassen. Das wird dann ein bisschen mit Wasser bestrichen und dann faltet ihr es so ein Drittel ungefähr ein und dann klappt ihr das rüber. Ich habe jetzt vergessen, das zu filmen mit dem Einstreichen. Das tut mir leid, aber die Kante hatte ich hier, das Wasserglas seht ihr im Hintergrund, das hatte ich eben mit dem Silikonpinsel eingestrichen. Und dann zum Beispiel hier mit einem Holzlöffel so die Stücke, wie ihr sie haben wollt, in der Größe einmal kurz durchdrücken. Richtig ordentlich, dann klebt das schön zusammen und die Füllung geht dann später beim Kochen nicht raus. Und dann entweder mit einem gemusterten Rädchen oder hier mit dem Pizzaroller einfach durchgehen. Das Ganze wird dann in einer Brühe gar gezogen, so ungefähr wie bei den Ravioli. Dafür habe ich Wasser hier in meinen gusseisernen Topf gegeben und ich habe vor einiger Zeit mir eine Brühe selber hergestellt. Das war in diesem Gefäß, ich glaube, das ist so ein Liter-Gefäß, ungefähr 2 Kilo Gemüse habe ich, klein geschreddert, gemixt und getrocknet und dann fein gemahlen und das ist die schönste und leckerste Brühe, die ihr essen könnt. Das Ganze habe ich erhitzt, dann kamen die Maultaschen hinein, immer so 5, 6 Stück ungefähr. Und wenn die fertig waren, habe ich die dann einfach in einen Teller gegeben und die restliche Brühe haben wir dann so mit als Einlage genommen. Also es ist ein wunderbar einfaches, total leckeres Rezept und schaut mal, wie schön die aussehen. Also und die sind so köstlich und ihr hört mich schwärmen und ich bin schon so gespannt darauf, wie ihr sie findet, wie sie euch schmecken, welche Variante euch am besten liegt. Ich habe jetzt hier 3 Stück genommen für jedes Familienmitglied erst einmal, aber ich kann euch sagen, da ist nicht wirklich was übrig geblieben. Noch ein bisschen Brühe drüber, klein geschnittener Spinat oder Kräuter eurer Wahl und schon könnt ihr das Ganze genießen. In diesen Videos sehen wir uns dann wieder. Ich freue mich schon sehr auf euch und sende euch viele liebe Grüße. Eure Emma.